Wie nennt man eigentlich jemanden, der auf Medienmeldungen schneller reagiert, als euer Kaffee kalt wird? Genau, so ein Sofort-Alleswisser. Schlagzeile gesehen, schon Prophet, ersten Satz gelesen, schon Experte, nichts verstanden, aber klar, schon Analyst. Das ist genau sein Ding. Er ist ein echter Meister des sinnlosen Lärms. Darf ich vorstellen? Der deutsche YouTuber Alexander Raue. Heute Morgen hatte ich ja bereits darüber berichtet, dass es einen Angriff auf eine polnische Bahnstrecke gab und Polen natürlich sofort Putin die Schuld in die Schuhe geschoben hat. Aber jetzt ist rausgekommen, dass die Ukraine hinter diesem Angriff steckt und 2 Ukrainer bereits festgenommen wurden. Ukrainer festgenommen? Bravo Polen. Zack, boom, erledigt. Klasse. Also schnallt euch an, heute wird's richtig heftig. Ich bin startklar. Du machst mich echt neugierig. Nur bitte nicht wie ein billiges Feuerwerk. Laut los und dann vorbei. Also, auf Case, anschnallen. Und surprise, surprise, gibt es jetzt neue Informationen. 2 Ukrainer wurden als mutmaßliche Täter hinter 2 Sabotageakten gegen die Eisenbahnstrecke zwischen Warschau und Domin am Montag identifiziert. Jetzt identifiziert? Surprise, surprise. Vor 5 Sekunden waren sie noch festgenommen. Was denn nun? Aber klar, wer legt schon Wert auf Wörter, nicht wahr? Genau wie mein Kumpel Thomas Gast. So 2-3 Millionen plus minus. Wer erzählt schon so genau? Hauptsache, die Zuschauer fressen es. Die klicken deine Titel und prüfen Fakten etwa so oft wie ich Staub hinterm Schrank, ne? Die mutmaßlichen Täter, jetzt kommt's, ließen außerdem ein Smartphone mit einer Powerbank am Tatort zurück, um einen möglichen Vorfall zu dokumentieren. Ja, natürlich. Erst einen Anschlag begehen und dann noch alles hübsch filmen, damit Mama später was zum Anschauen hat. Diese Schurken. Und die Täter konnten mithilfe des Smartphones identifiziert werden, welcher am Tatort gefunden wurde und welches von den Ermittlern ausgewertet wurde. Und an dieser Stelle muss ich mir schon ganz deutlich die Frage stellen, wieso verübt man einen Sabotageangriff auf eine Eisenbahnlinie und vergisst dann sein Handy am Tatort? Also für mich sieht das schon wieder extrem gestellt aus. Es ist nicht gestellt. Und das Handy wurde nicht vergessen. Vielleicht ist Lesen und Denken gleichzeitig einfach nicht dein Ding. Kann ja vorkommen, keine Panik, ich helfe dir. Im Artikel steht zurückgelassen, nicht vergessen. Nochmal bitte lesen und bitte langsam. Die mutmaßlichen Täter, jetzt kommt's, ließen außerdem ein Smartphone mit einer Powerbank am Tatort zurück, um einen möglichen Vorfall zu dokumentieren. Genau, zurückgelassen, nicht vergessen. Mit Powerbank sogar, damit das schön durchhält. Hast du es jetzt geschnallt? Aber viel spannender, woher hast du eigentlich diese Märchen, dass die Täter wegen dieses Handys identifiziert wurden? Das steht nirgends. Nicht im Artikel, nicht sonst wo. Mir ist wirklich extrem interessant. Wenn du deinen Zuschauern solchen Dreck eintrichterst, fühlst du dich dann wie ein allwissender Guru oder einfach wie eine gut geölte Lehrmaschine, die für jeden Unsinn bezahlt wird, eh? Und das ist wirklich extrem interessant. Die polnische Regierung beschuldigt also weiterhin Russland, dass sie hinter diesem Bombenangriff auf die polnische Bahnstrecke stecken, weil die identifizierten ukrainischen Täter also für den russischen Geheimdienst arbeiten. Und es ist wirklich schon sehr, sehr spannend, welche Informationen man so alles aus dem zurückgelassenen Handy auslesen kann. Nicht nur, dass die Täter Ukrainer waren, sondern dass sie auch für Russland gearbeitet haben. Und da muss man sich doch erst recht fragen, wieso ukrainische Mitarbeiter des russischen Geheimdienstes ihr Smartphone am Tatort zurücklassen, wonach sie dann eindeutig identifiziert werden können. Mensch, konzentriere dich. Du wirst es nicht zum 3. Mal vorlesen. Deine eigenen Zuschauer würden dich auslachen. Noch einmal in Kindergröße. Das Handy wurde mit Absicht dagelassen, um den Vorfall aufzunehmen, oder zu filmen, zu dokumentieren, um hör endlich auf, deine Zuschauer anzulügen. Diese Story, dass man die Täter eindeutig wegen des Handys erkannt hat,
hast du dir ausgesagt. Wie jeder Ungebildete schnappst du die erste Meldung wie ein hungriger Kat seiner Wurst, verbiegst sie nach deinem kleinen Weltbild und tust dann so, als hättest du eine globale Verschwörung enttarnt. Ist dieses am Tatort zurückgelassene Smartphone extra dort platziert worden, um eine Fährte in Russland zu legen? Also für mich klingt das alles nicht ganz koscher und ich habe das Gefühl, dass wir hier wieder von vorne bis hinten verarschen sollen. Gut, damit du dich nicht verarscht, jetzt zu grob, nicht belogen fühlst und damit du deine Zuschauer nicht weiter für dumm verkaufst, erkläre ich dir, wie es wirklich lief. Bildlich. Jedes Handy hat eine E-Mail, also eine eigene einmalige Seriennummer. SIM-Karte drin hat ihre eigene Nummer und Handys funken auch dann Signale an die nächstgelegene Basisstation, wenn sie aus sind, alle paar Sekunden. Die Polen haben das Handy gefunden, die Bewegungsdaten ausgelesen und sieh da, das Ding kam aus Belarus. Mobilfunkdaten, Grenzübertrittszeit, Grenzbehörde, Passdaten, Kameras, Gesichter. Dann ein kurzer Anruf in die Ukraine und Surprise, die zwei Typen sind dort schon als pro-russische Saboteure aufgefallen und sogar verurteilt worden. Punkt. Aber sag das niemandem weiter. Das wissen jetzt nur du und ich. Ich meine, Russland sagt ja selber, dass sie nichts damit zu tun haben, aber das ist den westlichen Medien natürlich vollkommen egal. Die britischen Medien, die deutschen Medien, die polnischen Medien, alle schreiben bereits davon, dass Russland hinter dem Angriff steckt, alles auf Basis dieses Handys. Und wie immer werden natürlich keinerlei Beweise dafür geliefert, dass Russland dahinter steckt, aber Fakten sind ja den westlichen Qualitätsmedien schon immer vollkommen egal gewesen. Ich erkläre dir sogar das noch. Warum das Handy da lag und warum Russland so versessen auf solche Aufnahmen ist. Es gibt hunderte Fake-Kanäle, die sich als ukrainisch ausgeben. Da posten sie gestellte Videos von angeblichen Patrioten oder Nazis und dann berufen sie sich auf ihre eigenen Fälschungen, um zu zeigen, wie schlimm die Ukraine ist. Drück kurz Pause, atme durch, spul zurück und hör es nochmal. Vielleicht kapierst du es beim zweiten Mal. Und willst du Beweise, also Fakten? Ich habe da ein paar aus Hunderten. Eine 200 Gramm Sprengladung, eingepackt in eine Tüte in den Farben der ukrainischen Flagge, wurde unter einer Gasleitung in der Nähe einer Gasverteilstation im Moskauer Stadtteil Skolkowo gefunden. Wie sich später herausstellte, hatten 3 Sicherheitsmitarbeiter unter dem Vorwand eines ukrainischen Anschlags eine Fake-Sabotage inszeniert, um für ihre angebliche Wachsamkeit eine Prämie zu kassieren und anschließend einen neuen Vertrag für die Bewachung der Gasanlage zu bekommen. Ukrainische Soldaten sollen eine Wohnung ausgeraubt haben. Wie viele seid ihr? 2. Seid ihr von der ukrainischen Armee? Ja, man hat uns hier abgeworfen. Wir wurden im Stich gelassen. Wo sind eure Waffen? Hier, in der Wohnung. Also gut, es gibt Waffen. Wir nehmen euch mit. Bei der Überprüfung stellte sich dann heraus, dass die angeblichen Soldaten in Wirklichkeit ortsansässige Obdachlose waren, die in die zerbombte Wohnung eingestiegen sind, um zu plündern. In den Datenbanken des Innenministeriums stehen sie als Personen ohne festen Wohnsitz. Mehrfach wegen Diebstahls vorbestraft. So, meine Damen und Herren, vielleicht klingt das alles zu verrückt, um wahr zu sein. Aber es ist Realität. Ihr entscheidet, wem ihr glaubt. Einem Mann, dessen Kanal ein Friedhof aus alten Fehlprognosen, verdrehten Fakten und selbstgebasteltem Unsinn ist, oder mir, einem, der sich wenigstens ein bisschen um eure geistige Hygiene kümmert. Bis bald!